Menschen mit dem Mut und Willen, sich selbstständig zu machen. Voller Zuversicht stürzen sie sich in ein Abenteuer, dessen Ausgang sie kaum ahnen können. Okay, jetzt müssen wir draufhalten, ne? Es wird schon langsam wieder schick. Chemieklos AD, jetzt kommen die Komposttoiletten. Mann, ich muss aufs Klo, das ist so gemein. Goldeimer revolutioniert den Stuhlgang. Nicht alle Start-Upper entsprechen dem Unternehmerklischee. Unterschätzen sollte man sie dennoch nicht. Fand ich auch cool, dass sie gleich so uns halt auch als Geschäftspartner ernst genommen haben, weil wir kommen jetzt gerade nicht unbedingt wahnsinnig professionell daher. Maria Hogger, Jahrgang 81, Gründerin von Maria Arepas. Für Maria wird es heute ein eher untypischer Tag. Mal keine Hetze von einem Verkaufsstand zum anderen, sondern Kochen in der eigenen Küche. Ob ich es zu Hause mache, weil wir jetzt hier ein Shooting haben, also Fotos machen für die Website. Und wir spezialisieren uns ja jetzt so ein bisschen auch auf Catering, neben Streetfood. Mir hat halt jetzt die Produktionsküche gefehlt. Und jetzt aber, wo der Truck eben kommt und der ja wirklich auch als Produktionsküche ausgelegt ist, erfüllt der quasi zwei Sachen auf einmal. Einmal kann ich damit vorproduzieren und wirklich auch Sachen nur ausliefern fürs Catering. Und aber auch, man kann halt vor Ort uns für ein Catering buchen. Und als drittes kann er wirklich auch als Streetfood-Truck fungieren. Also hat er sogar eigentlich 3 Funktionen. Doch da der neue Truck noch nicht zur Verfügung steht, fließt heute alle Energie in das Shooting. Maria kocht, ein befreundeter Fotograf macht die Bilder. Gut, also wir kochen ja jetzt hier nicht nach Geschmack, sondern nach Aussehen heute. Ich wollte halt, ja, das würde ich tatsächlich... Um es zu zeigen. Um es zu zeigen? Ja. Nur einen vielleicht, um es zu zeigen. Warte mal kurz, oder wenn man es so macht, und was ist, wenn ich es dann so, weißt du, ich schneide die ja dann so und dann sieht man ja an der Seite, aber du findest, dass man, weißt du... Ach, du schneidest die? Ich schneide die, okay. Das meinte ich, genau, dass man diese stapelt dann, weißt du, so, ja. So schräg anlegt. Okay. 2013 hat die Nürnbergerin ihre Arepas erstmals in der Berliner Markthalle 9 angeboten. Jetzt will sie ihr Catering-Geschäft mit weiteren lateinamerikanischen Spezialitäten ankurbeln. Alles soll authentisch wirken. Ja, die Herausforderung ist auf jeden Fall, das so wirken zu lassen, dass es auf einer Seite Streetfood ist, dass der Streetfood-Vibe rüberkommt und auf der anderen Seite, dass man es auch als Catering-Produkt verkaufen kann. Okay, jetzt müssen wir draufhalten, ne? Es wird schon langsam wieder schick. Alex setzt die Quesadilla ins beste Licht. Die Käsetortillas sind neu in Marias Programm. Sieht gut aus. Genau, das ist vorgekochtes Maismehl. Und das muss man einfach nur noch mit Wasser und Salz und Öl anrühren. Und dann kann man die Dinger schon backen. Wenn man die backt, sind die außen knusprig und innen fluffig. Maria wollte ursprünglich Burritos verkaufen, doch die sind aus Getreide und das verträgt sie nicht. Weil ich ja kein Getreide mehr essen konnte, also kein herkömmliches Getreide mit Gluten. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich in New York einmal was gegessen habe, was mir sehr gut geschmeckt hat. Und das nannte sich Arepa. Und genau, Arepa kommt übrigens von dem karibischen Wort Aripo und Aripo heißt Mais. Und der ist glutenfrei. Die Arepa lassen sich salzig und süß belegen und sind sehr einfach zu produzieren. Beste Voraussetzungen also für eine Karriere als Streetfood. Streetfood ist ja eigentlich nur ein Essen von Leuten, die zur Arbeit gehen und was Warmes essen wollen, also oder was unterwegs zu essen bekommen wollen. Um Kunden die Hemmschwelle zu nehmen, hat Maria die Arepa umgetauft. Der Kunde will natürlich schnell verstehen, was hier Sache ist, und dann haben wir einfach es The Latin Burger genannt, so ein Schildchen noch dazugehangen oben drüber. Und genau, insofern ist es halt die lateinamerikanische Antwort auf den Burger auf jeden Fall. Und ja, im Endeffekt aber koche ich natürlich noch andere Sachen gerne, die sich außerhalb des Marktes auch dann eben schön kochen lassen. Und deswegen wollen wir es einfach Maria nennen und bleiben natürlich bei den Arepas und den Märkten, dem bleiben wir treu, aber sonst wollen wir halt noch ein paar Sachen dazu nehmen. Mit dem Alex funktioniert das immer sehr gut zusammen, weil er ist so
angenehm ruhig und ich bin so ein kleiner Wirbelwind und das ist vielleicht ganz gut zusammen so. In so entspannter Atmosphäre arbeitet Maria eher selten. Ihr Alltag ist geprägt von Hektik und ständigem Organisieren. Ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich wirklich wieder so einen vollen Tag ganz frei habe. Und lange Sicht sind dann auch 2 Tage so. Manchmal hat es jetzt schon geklappt, aber es ist ein Prozess. Ne? Also wir haben unheimlich viel aufgebaut, wir haben viel geschafft die letzten 2 Jahre. Aller Anfang ist schwer, genau. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs vergibt die Christian-Albrechts-Universität Kiel Preisgelder, um kleine Projekte zu fördern. 2013 gewinnt das Komposttoilettenkonzept der Goldeimer. Aufbauzeit ist beeindruckend. Also vor allem im Vergleich zu letzten Jahr. Da sind wir deutlich schneller und deutlich besser. Markus, Ode, Christian, Christoph. Im Fokus der Goldeimer GmbH stehen neben dem umweltfreundlichen Konzept vor allem die eigenen Mitarbeiter. Ja, dass sich einer darum kümmert, dass alle was Gutes zu essen haben und darüber dann zu einem schönen sozialen Event zu kommen, das ist richtig Mehrwert. Auf großen Festivals wie dem Hurricane in Schesel mit 65.000 Besuchern bieten die Goldeimer eine saubere Alternative zu den gängigen Chemietoiletten. Obwohl der Besuch eines gewöhnlichen Mobilklos kostenlos ist, eine Goldeimersitzung dagegen 2 € kostet, ist der Andrang vor den Komposttoiletten groß. Jeder Besucher bekommt einen Becher voll Sägespäne für die Trockenspülung. Und wer mag, kann sich auch noch einen Comic oder eine Illustrierte für eine entspannte Sitzung auf dem stillen Ort mitnehmen. Geil. Freue mich schon. Viel Spaß, ne? Bis später. Trinken? Ja. Warum kommst du hierher? Weil es hier sauber ist und immer Klopapier da ist. Nicht, hör auf. Mann, ich muss aufs Klo, das ist gemein. Morgens ist der Andrang auf die Goldeimer am größten. Der Zuspruch für die umweltfreundlichen Komposttoiletten ist so groß, dass die Goldeimer ihre Kapazitäten verdreifacht haben. Wir sind mit 60 Toiletten da. Letztes Jahr waren wir mit 20 hier. Das war sozusagen der Feldversuch und die Leute haben es super angenommen. Wir waren auch hier auf dem Standort und kannten den daher schon und es war ganz gut, nochmal zu wissen, wie das Gelände aussieht. Das ist alles gut gelaufen und wir haben unsere Toiletten ein bisschen weiterentwickelt, deswegen können wir die gerade noch besser auf unebenes Gelände anpassen und mit den 60 ging es eigentlich ziemlich gut. Wir müssen immer mal auf den Pegelstand gucken, dass die Tonnen irgendwann ab einem gewissen so 80% Level nicht mehr weiter befüllt werden, weil dann werden sie zu schwer einfach für die Handhabe. Und ansonsten ist eigentlich alles ziemlich entspannt. Wir müssen gucken, dass es den Leuten gut geht. Unsere Mitarbeiter hier, die Freiwilligen, machen eine super Arbeit und jetzt muss ich zum Beispiel schauen, dass die versorgt werden und koche für 30 Leute. Und ansonsten ist alles eigentlich wirklich sehr entspannt und einfach gucken, dass gute Laune bleibt. Auch den üblichen Marketing-Tools haben sich die Goldeimer nicht verschlossen. Für die 3-Tage-Festival bieten sie sogar eine Flatrate an. Für 15 € darf man kommen, so oft man möchte. Leselektüre inklusive. Ja, man kann sich auch noch was mitnehmen. Ich empfehle zum Beispiel mal die Wendy. Wird sehr gerne genommen, auch von den Männern. Falls es mal länger dauert auf Toilette. Und man soll sich auch die Zeit nehmen, die man braucht. Jetzt. Genau. Also im Prinzip, wer eine Toilette benutzt hat, ist klar ein Vorteil. Dann ist das System bekannt. Man setzt sich einfach hin, dann macht man, was man tut. Extra haben wir da noch die Bedienungsanleitung, wie es funktioniert. Das ist die Spülung und hier ist das Klopapier. Wenn man fertig ist, schüttet man einfach die Sägespäne über sein Geschäft, damit man nichts mehr sieht. Dann riecht man auch nichts. Und für den nächsten Benutzer ist es dann auch angenehm. Der Unterschied ist, dass dadurch, dass wir die Sägespäne als Biomasse zugeben, dann der Kompostprozess auch gemacht werden kann. Normales Plumpsklo und Latrine, da werden einfach die Fäkalien gesammelt und die bleiben in dem Zustand und gammeln vor sich hin. Hier können dann die Bakterien auch richtig arbeiten und es wird wirklich Boden daraus. Das ist eigentlich der wirkliche Unterschied. Gut. Das Geschäft erledigt hat. Nach erfolgreichem Geschäft bringt man den Becher zurück. Der soll nämlich nicht weggeworfen werden.
Und den schmeißt man einfach dann hier wieder so rein. Ziehen wir mal ganz kurz das Ding aus. Genau, und danach desinfiziert man sich dann die Hände. Ich meine, auf dem Festival hat man halt keinen Wohnzimmerspiegel oder Badezimmerspiegel, den man sonst hat. Und das nutzen viele einfach als Gelegenheit, mal zu gucken, wie man überhaupt noch aussieht. Diplom-Ingenieur Christian Huber arbeitet seit Jahren an den Herausforderungen eines höhenverstellbaren Schuhs. Und die sind nicht nur technischer Art. Wir haben Frauen befragt, was denn so die durchschnittlichen Absatzhöhen sind, die sie gerne tragen. Da ist rausgekommen für den High Heel, das sind 10 cm, ist das Maß der Dinge. Die Nacht der Tracht im Löwenbräu-Keller gilt in München als vorgezogenes Oktoberfest. Jeder kommt in Tracht, ob Bayer oder nicht. Aber die schwierigste Frage für die Damen ist, welcher Schuh passt zum Dirndl? Schuhmodel Katharina macht sich heute auf den Weg zur Party, um den austauschbaren Absatz zu testen. Wie geil ist das eigentlich? Jetzt bin ich echt fertig. Das habe ich noch nie gesehen. Ich finde es sehr schlau, sehr schlau. Ja. Naja, weil es ja ein Klassiker ist, dass irgendwann natürlich am Abend der Fuß müde wird. Ja? Und dann geht das Geheule los, oder? So kann man ein Stündchen länger bleiben. Also ich finde es absolut super, weil Madame rennt natürlich jetzt mit die High Heels rein, also mit die Absätze und zeigt sich und präsentiert sich, tanzt natürlich. Und wenn sie dann zu viel wird, dann macht sie einfach den kleinen Absatz. Ich glaube, das ist der perfekte Schuh zum Dirndl auch fürs Oktoberfest. Super geeignet, kurz vorm Käferzelt, den Absatz rein ins Käferzelt, nach der Käferschenke dann den normalen Absatz wieder hin und dann schön zu Fuß über die Wiesen drüber. Super schön. Schaut ein bisschen aus wie Gucci. Bequemlichkeit oder Eleganz? Das ist für viele Frauen die Kardinalsfrage. Schuhmodel Katharina Rüber unterzieht heute den austauschbaren Absätzen einem Härtetest. Bei der Nacht der Tracht wird die ganze Nacht auf den Tischen getanzt. Da muss alles sitzen wie angegossen. Auf der Bank tanzen überhaupt kein Problem. Man hat guten Halt, man steht sicher, es macht wahnsinnig viel Spaß. Keine Klagen. Das geht nicht jedem so. Also auf handelsüblichen Stilettos tanzt es sich halt nach 3-4 Stunden langsam nicht mehr so prima, weil jede Frau weiß, dass es irgendwann beginnt weh zu tun. Solche Probleme kennen die Besucher des Hurricane Festivals nicht. Denen drückt höchstens mal die Blase. Den Goldeimern geht es um Nachhaltigkeit. Um diese Botschaft zu vermitteln, haben sie sich einiges einfallen lassen. Kunst ist ja auch eine Form von Übermittlung von Informationen. Und das Thema Kacken ist halt nicht so das publikumsbreitenwirksame Thema, wo jeder gerne drüber spricht, so wie er halt jetzt über Essen spricht zum Beispiel oder über Musik. So, da kommt man schnell ins Gespräch, da gibt es Wörter für, aber übers Scheißen gibt es eigentlich kein Vokabular. Also du kannst halt entweder diese Fäkalsprache benutzen, kacken, pissen, scheißen, oder du nutzt halt Fezes, defekieren, urinieren, was eher so aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt. Aber so eine Alltagssprache gibt es eigentlich nicht. Und deswegen versuchen wir eigentlich das Thema attraktiv zu machen, indem wir viel über Kunst und Musik kommunizieren. Einfach über Bilder, wo Leute sich irgendwie angesprochen fühlen, wo sie raufgehen wollen, was man halt auch einfach als ein Botschafter von dem ganzen Thema nutzen kann. So, und jetzt hier zum Beispiel steht Water drauf, es geht um wasserlose Toiletten. Wir haben verschiedene Künstler, die irgendwie ihre eigene Interpretation haben mit Klopapierrollen, mit irgendwelchen Wesen, was
der Kollege aus Uganda hier mit meint, habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, aber irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben. Es ist einfach eine schöne Art, ein Thema, was eigentlich nicht schön ist, was meistens stinkt, was irgendwie unangenehm ist, ja, in was Schönes zu transformieren. Und genau dasselbe haben wir halt auch mit dem Kompostierprozess zum Beispiel vor. So, wir sagen den Leuten immer, wir sammeln eure Scheiße, wir kompostieren das und nächstes Jahr kommen wir wieder und da sind Sonnenblumen drauf gewachsen. Also wie halt aus irgendwas wirklich so, will ich nichts mit zu tun haben, hier bitte. Das ist das, was du uns letztes Jahr mitgegeben hast, hier ist deine Sonnenblume. So, einfach um dieses Kreislaufdenken zu transportieren und ähnlich ist es halt auch mit Kunst. Um 3 Hauptbühnen herum hat sich eine riesige Zeltstadt gebildet. Neben Musik sind hier natürlich auch jede Menge verbotene oder schädliche Substanzen im Spiel, die früher oder später wieder ausgeschieden werden. Also wir waren vor 2 Wochen auf dem Kirchentag in Stuttgart. Da haben wir kleine Sammelstationen zwischengeschaltet mit Studenten, die halt Biochemie studieren und die nehmen das jetzt Ganze mal unter die Lupe, was da eigentlich genau anfällt und untersuchen das auf Medikamentenrückstände, Hormone. Aber grundsätzlich ist halt, so was ich immer sage, ist, solche Rückstände sind im Boden viel besser aufgehoben als im Wasser. So, im Boden hast du halt viel mehr Zeit, das Ganze halt durch Mikroorganismen, UV-Strahlung zu zersetzen. Im Endeffekt sind es organische Verbindungen, die aufgespalten werden müssen mit der Zeit und dann eben auch unschädlich gemacht werden. Und das ist eben der Vorteil an so einer Komposttoilette. Wenn du das Ganze in den Wasserkreislauf integrierst, dann bleibt es eben auch im Wasser drin und es ist viel schwieriger, dort irgendwelche Keime wieder rauszufiltern. Und von daher, wenn man das Ganze gut behandelt und so dafür sorgt, dass es halt nicht im Grundwasser versinkt, dass man dann eine vernünftige Kompostplatte aufsetzt, ist es eigentlich ungefährlich. Es ist halt nur eine Frage der Behandlung. Nachmittags und abends lässt der Andrang deutlich nach. Jetzt tanzen die meisten Besucher vor den Bühnen und die freiwilligen Helfer vertreiben sich die Zeit. Während des Streiks hier rumstehen. Die Nacht der Tracht ist in München eine feste Institution und das Warm-up fürs Oktoberfest. Die wichtigste Frage für den Nahkampf am Biertisch ist neben der Auswahl des Dirndls der Schuh zum Kleid, mit dem Frau die Nacht durchtanzen kann. Eine Alternative hätte ich gerne, aber da habe ich leider keine, weil ich bin kein Ballerinaträger und ich finde halt flache Schuhe auf dem Dirndl nicht so schön. Model Katharina testet den austauschbaren Absatz von Flex Heel in Alltagssituationen. Hält er wirklich, was er verspricht? Die Schuhe, wenn man es richtig einhat, klappt gut. Man kommt die Treppen hervorragend runter, sind bequem auch beim Laufen. High Heel bleibt High Heel. Natürlich ist es nicht optimal, aber zum Laufen sehr gut. Der austauschbare Absatz hat den Härtetest bestanden. Schuhmodel Katharina testet für den Rest der Nacht die entspanntere Höhe des Absatzes. Freundin Maria ist begeistert. Kennst du nicht? Ich kann auch nicht mehr laufen, aber das habe ich ja überhaupt nicht. Und so kann die Nacht weitergehen. Mensch, na, wo ist er? Hi! Servus. Maria Hugger ist in ihre Geburtsstadt Nürnberg gereist, um Metallbaumeister Marc Robrock zu treffen. Er wird einen alten Polizeiwagen, den Maria gekauft hat, zu einem Foodtruck umbauen. Früher stand der Kastenwagen in Diensten der Berliner Polizei. 90.000 Kilometer ist die grüne Minna gelaufen und hat 9.000 € gekostet. Der Umbau zum Foodtruck kommt jetzt noch dazu. Wir finanzieren es auf einem laufenden Betrieb und ich habe kein Dispo bei der Bank und es dauert halt so lange, wie es dauert. Wenn man es ein bisschen geschickt macht oder auch auf den Geldbeutel zukonfektioniert, weil einfach zu sagen, naja, das kostet halt das und Ende ist ja auch schade, weil dann kommt sowas nie an den Start, wie jetzt zum Beispiel die Maria davor hat. Weil wo nimmst du jetzt 65.000 € her? Zur Bank gehen und sagen, ich möchte einen Imbisswagen machen oder Essen auf Rädern und dann sagen die, das ist zwar gerade ein Hype, aber irgendwann ist auch Schluss damit. Und ich weiß auch von vielen, die schon verkauft haben oder schon dran zugrunde gegangen sind, weil da wird halt doch dann was fällig, ne, was die Bank hat. Ich meine, wenn du 100 Riesen hast und legst sie auf den Tisch und kaufst dir so ein Ding und sagst, just for fun passt schon, ist mir wurscht. Aber wenn du das abstottern musst, dann musst du auch das Geld erwirtschaften. Du brauchst Personal, du brauchst die wichtigen Events, du musst halt immer online sein. Kann nach hinten losgehen, sowas. Gehen wir der erste Gang rein. Bist drin? So, was? Das ist der Nimm den erste? zweiten. Das ist der erste jetzt, Nimm ne? den zweiten noch. Weiß ich nicht, ich hab's nicht auswendig gelernt. So. Das ist der dritte. Geht auch? Ja. Mach doch den ersten. Oder? Aber ich finde den nicht, das ist das Problem.
Manchmal lieber ein zweites, gefällt mir besser. Der erste Gang ist ja völlig überbewertet. So, er hat Angst. Das hätte ich ja auch. Noch hat Maria für diese Fahrzeugklasse keine Fahrerlaubnis. Spaß hat sie trotzdem. Gekauft hat Maria den ehemaligen Polizeitransporter bei einem Autohändler ihres Vertrauens. Ob es ein guter Deal war, wird sich noch herausstellen. Die Frau Hugger fährt astrein. Ich hätte Busfahrerin werden sollen. Ja, bist du. Nach einigen weiteren Runden ist sich Maria sicher, ihre 9.000 € hat sie gut investiert. Besitzerstolz spiegelt sich in ihren Augen. Schön ist er. Schön ist er, denke ich. Hat eigentlich echt die perfekte Größe, finde ich. Und ich bin langfristig dann, glaube ich, doch froh, dass es nicht der alte Robur geworden ist, den wir eigentlich gedacht hatten zu nehmen, weil der war schon wirklich sehr durchgerostet, sondern dass wir jetzt doch einen soliden Mercedes gefunden haben, wo der Motor einfach wirklich noch top läuft und wo alles gut im Stand ist. Ich glaube, damit habe ich langfristig weniger Ärger. Auf dem Hurricane Festival Gelände in Schesel ist Jan Ohle unterwegs zum Postzentrum. Hier kommt alles an, was für die Menschen, die hier arbeiten, bestimmt ist. Und das sind immerhin 3000. Ohle hofft, dass endlich die neuen Werbeaufkleber aus dem Goldeimer Head Office eingetroffen sind, auf die er schon seit gestern wartet. Wenn ich das richtig im Blick habe, müssten das noch weitere Sticker sein, die wir immer verteilen auf dem Platz. Die Aufkleber haben eine doppelte Funktion. Na, erstmal, dass die Leute es gut finden und Spaß haben und sich gerne den Sticker irgendwo hinkleben. Und irgendwo versteckt ist natürlich auch noch der Name Goldeimer drauf. Im vergangenen Jahr war ein Sticker mit dem Spruch „Quatsch mich nicht voll, geh kacken" sehr beliebt. In dieser Saison gibt es einen neuen Slogan. Wenn man nur Werbung klebt, kein Mensch klebt sich irgendwo Werbung hin. Das wird mit transportiert. Es soll ja letztendlich so sein, dass die Leute auch gerne sich die irgendwo hinkleben. Und wer würde das freiwillig machen, wenn es nicht irgendwie auch lustig wäre und nicht auf den ersten Blick einfach nur Werbung. Mit einigen tausend Stickern auf der Schulter geht es jetzt zum Goldeimer Mannschaftszelt, etwas abseits des allgemeinen Trubels. Ja. Das ehemalige Zelt der Nationalen Volksarmee ist für die insgesamt 2 Wochen, die die Goldeimer Crew auf dem Hurricane-Gelände verbringt, Kantine und zentraler Versammlungsort zugleich. Die neuen Sticker werden natürlich sofort ausprobiert. Ja. Crew ist das Herz der ganzen Sache. Wenn man nicht gut miteinander kann oder wenn man nicht gut miteinander funktioniert oder Spaß hat miteinander, dann macht es keinen Spaß am Block und dann sehen das die Leute und dann sind am Ende alle unmotiviert und da wollen wir nicht hin. Deswegen, was wir jetzt gerade haben, sind Leute, die miteinander feiern, die dezent feiern, abends vielleicht auch mal anders, da sehe ich sie alle nicht mehr, ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber es ist auf jeden Fall ordentlich was los am Block, genau weil die richtig Lust haben aufeinander und weil es auch so Freundschaftsbande um 2, 3 Ecken herum Leute, die Leute kennen und dann mitbringen und die irgendwie sich so auf diesen Goldeimer-Flair einschwören, dass es dann einfach gut wird. Trotz der manchmal anrüchigen Arbeit haben hier alle Spaß. Von Lagerkoller keine Spur. Jetzt, da das Festival Halbzeit hat, schrauben die Goldeimer noch etwas an den Preisen. Wir haben einen Flatrate-Preis, das heißt, die Leute können das ganze Wochenende bei uns auf die Toilette gehen, egal in welchem Camp, kriegen so ein kleines Bändchen hier, das ist bei mir schon ein bisschen runtergenudelt. Da sieht man dann, dass sie auch Goldeimer-Mitglieder sind und die kosten am Anfang 15 €. Aber ist ja klar, dass die Leute auch ein Kalkül in ihrem Kopf haben. Ich glaube, 15 € ist ein sehr fairer Preis, deswegen da bin ich auch ziemlich glücklich mit, dass wir den anbieten können. Und 10 € für jetzt noch verbleibende 2 Tage ist einfach adäquat, wenn man sagt, am Anfang hatten sie knapp 4. Und da gehen wir dann einfach runter. Die meisten Goldeimer-Mitarbeiter haben ihre Zelte gleich neben dem Mannschaftsfeld aufgebaut. Hier herrscht ein ganz spezieller Spirit.
Alle identifizieren sich vollkommen mit dem Projekt und möchten möglichst viele andere Menschen auch davon überzeugen. Das ist einfach ein mega Publikumsmagnet. Wir sind hier und Zehntausende Menschen können uns kennenlernen. Das passiert auch. Deswegen sind wir hier mit unseren, in Anführungsstrichen, Guerilla-Flyern. Also die Sticker sind einfach das beste Medium, um die Leute auf uns aufmerksam zu machen. Sind mit mehreren tausend von denen unterwegs, weil Papier brauchen wir den Leuten nicht in die Hand geben. Und die finden einfach witzig, was wir machen. Also ein Quatsch mich nicht voll, geh kacken ist schon letztes Jahr super angekommen. Und das ist einfach diese Art flapsig, mit Humor, aber trotzdem ernsthaft und als kompetenter Ansprechpartner für die da zu sein. Und die haben Fragen, die gehen meist weiter als stinkt es nicht, sondern da kommt dann irgendwann auch so, ja, und was macht ihr denn dann mit dem Material und was ist denn eigentlich eure Motivation und wie kamt ihr dazu? Wieso machst du jetzt auf einmal als Klomann? Und das ist interessant. Ein Jahr lang waren Johannes Reffelmacher, genannt Jo, und Thomas Kosikowski, genannt Kosi, in Lateinamerika auf der Suche nach den besten Surfspots und den leckersten lokalen Gerichten. Als Salt and Silver vermarkten sie ihr Abenteuer als Reisekochbuch und Catering-Label. Passende Outfits und Tattoos unterstreichen ihre Authentizität. Bist du bereit? Ich bin nicht sicher, aber mach's einfach. Das tut echt weh. Ohne Okay. Scheiß, gerade die Stelle. Oh, fuck. Kartoffeln schälen macht sicher weniger Spaß als Wellenreiten. Doch heute ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu ihrem ersten Catering-Buffet. 3 peruanische Streetfood-Spezialitäten sollen Cosi und Jo am gleichen Abend auf einer Vernissage anbieten. Der Auftrag kommt von Freunden. Jo macht sich schon mal an das Malen des Logos auf der Speisetafel. Für den gelernten Art Director eine leichte Übung. Wichtig war den beiden ein einprägsames Label zu kreieren, das ein hohes Wiedererkennungsmerkmal darstellt. Ein Surfboard und ein Messer gegeneinander gewandt sind nun ihr Logo. Ihr Name, Salt and Silver, steht für ihr Lebensgefühl. Da kann man irgendwie viel damit machen. Und so, für mich ist der Name irgendwie so das verkauft so wie das Gefühl, wenn man irgendwie mit Salz in den Haaren am Strand steht und irgendwas kocht. So, das ist für mich Salt and Silver. Eigentlich kann man sagen, bei der ganzen Sache gibt es kein Ich mehr. Nee. Das ist komplett wir. Dadurch auch, dass wir eben ein Jahr komplett zusammen verbracht haben, ohne Pause, also auch teilweise ja, wochenlang im selben Bett gepennt, ne? In einem 1,40 Meter breiten Bett, wie 2 kleine Brüder oder so. Und ja, man ist es dann gewöhnt, einfach den anderen immer da zu haben und immer zu sehen. Und ich behaupte auch mal, dass es nicht viele Menschen gibt, die so zu zweiten Jahr miteinander aushalten. Auch gerade in Grenzsituationen, wo es halt überhaupt nicht läuft und so ohne Geld am Ende Arsch der Welt, man hat Hunger und so, ne? Da gibt es ja Menschen, die werden da ungeduldig so und dann, eigentlich haben wir uns nie wirklich gestritten. Vielleicht mal ein bisschen angezickt, aber... Also wenn man nicht mal das mehr darf, dann... Ja, ist auch völlig normal. Zusammen erreichen die 2 mehr als jeder für sich. Das ist auch so, alle Sachen, die jetzt im Zusammenhang mit diesem Projekt irgendwie so entstehen, hätte ich auch nie alleine gemacht. Nee, also, ich auch nicht. Ich wäre überhaupt gar nicht so weit gekommen. Klar, so Jo hätte vielleicht irgendwann mal ein Buch gemacht und ich vielleicht irgendwann mal eine Reisedoku. Aber in dem Ausmaß, in der Form. Ja, und das funktioniert auch so von dem ganzen Marketing-Ding her nur zu zweit. Mhm. Also, deswegen heißt ja auch Salt and Silver und nicht nur Salt. Ja. Das ganze Projekt mit nur einer Person könnte man einfach nicht verkaufen. Das würde auch einfach keinen Spaß machen. Ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt hier alleine irgendwie so ein Catering machen, ich habe keinen Bock drauf. Das Geile ist ja echt, dass wir normalerweise, wenn so eine Reise halt dann vorbei ist, dann ist sie vorbei, dann ist man wieder daheim. Und bei uns hat die Reise ja eigentlich mit dem Ende der Reise erst so wirklich angefangen. Weil wir haben ja alles dokumentiert und arbeiten jetzt ja auch schon seit 2 Monaten mit Hochdruck an dem Kochbuch, an dem Reisesurf-Kochbuch. Und dann hast du da alles halt nochmal komplett eigentlich in Stein gemeißelt. So jede Erfahrung haben wir fotografiert und gefilmt, das alles dann in ein Buch gepackt jetzt.
Das war's wert. Ey, Logo ist fertig, wir können einkaufen. Ja, für ich uns. bin auch nicht Massenandrang vor den Duschen und Chemietoiletten. Bei den Goldeimern geht es da gelassener zu. Als Moralapostel wollen die Jungs nicht auftreten. Dennoch hoffen sie, dass ihre Botschaft verfängt. Wir sind da zum Feiern und das können sie auch. Und wir sind die Letzten, die ihnen irgendwelche Schranken geben wollten beim Feiern. Ich glaube aber, dass sie auch irgendwie Durst haben nach ein bisschen mehr als nur Konsum oder Kommerz. Und den findest du hier sicherlich auch. Und bei uns ist eben noch ein bisschen eine andere Note mit drin. Und wir zeigen den Leuten, dass man auch als recht junger Mensch aus einer Initiative, aus einer Motivation heraus was Eigenes auf die Beine stellen kann, was sozial und ökologisch Impact haben kann und was einfach schön ist am Ende. Das ist eine runde Sache und das, ich glaube mehr, dass sie es fühlen, als dass sie es verstehen. Selbst während des Festivals geht es nicht ohne Ordnung und Bürokratie. Abrechnungen und Belege müssen gesammelt werden, denn das Finanzamt möchte alles ganz genau wissen. Dann ist Aldi Essen, nur rein Essen, da ist nichts anderes drauf. Ja, läuft. Ach, mit den ganzen Essensbelegen, das gucke ich mir nochmal an. Wenn ich Fragen habe, dann klären wir das einfach nochmal. Genau. Weil ich glaube, das Beste ist, wenn ich das einmal in Ruhe, wenn wir hier raus sind, dafür haben wir ja den ganzen Kram. Dann ist hier Rossmann, die Dösen. Also es ist einfach jetzt mein kleines Heim. Da werde ich maßgeblich den ganzen Sommer drin wohnen. Deswegen war mir auch klar, dass ich hier nur im eingeschränkten Sinne Gäste haben werde. Also jetzt habe ich gerade einen sehr guten Freund aus Kanada da, der darf jetzt auch mal hier mit drin schlafen. Ansonsten gucken wir, dass wir hier einfach die wichtigen Sachen auch lagern können und das in meinem Auto so ein bisschen noch ein zentraler Punkt ist, also gerade wenn es um Geld geht. Ausgestattet mit einem Rucksack voller Sticker machen sich Jan-Ole und Markus auf den Weg zu einer der 3 Goldeimerstationen neben dem 14 Fußballfelder großen Festivalgelände. Ja, genau. Ich hab auch Aufkleber eigentlich hast du gedacht, auch, ne? Hast du die schon gekriegt? Ja, wir haben einige bei uns am Stand. Ja, läuft. Ja, geil. Dann macht ihr gleich eine Runde. Auf Wo jeden wollt ihr Fall. hin? Auf Camping 7 nochmal oder wo Ja. bleiben? Ja, okay. Treffen wir uns an Camp 2? Ja, wir können uns an Camp 2 treffen. Weiter geht's Richtung Infield. Bei dem Lärm auf dem Festivalgelände in Verbindung mit schlechtem Mobilfunkempfang muss die Kommunikation hier direkt passieren. Dann guck mal, hol dir mal eine Stimmung ab bitte in dem Camp, wie es bei euch ausschaut. Und dann können wir nochmal, weiß nicht, vielleicht in einer Stunde, 2 quatschen, ob das läuft mit den Schichten und mit Zumachen. Und dann kannst du mich da einplanen. Aber lass es uns koordinieren, auch mit welche Gigs wann sind und so. Ich hätte schon auch Bock, da ein bisschen strukturiert zu wissen, okay, die 2 Sachen gehen klar oder so. Ja. Das wäre ganz schön. Na? Die Flatrate gibt es heute schon für... Ja, wunderbar. Dann kennst du dich ja schon aus, wenn du schon das 10. Mal da bist. Bitteschön. Ja, hallo, einmal? Wunderbar. Einmal dranhalten. Super. Du hast eine Flatrate? Wunderbar. Dann kennst du dich ja aus. Ja, da kenne ich mich aus. Tschüss. Was hast du da mitgebracht? Eine eigene Klobrille. Ja? Ist das unsere? Wieso brauchst du denn deine eigene Klobrille? Damit man sich draufsetzen kann und das ist immer sauber. Nimmst du die echt mit aufs Festival? Nein, das haben mir gerade Kumpels gegeben, die machen das so. Ja, fand ich eine witzige Idee. Das ist mal witzig. Ich könnt auch gerne reingucken. Warst du denn zufrieden? Ist gut. Ja? Gefällt's dir? Kommst du wieder? Ja, bestimmt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ihre eigene Klobrille Tschüss. mit. Wie geil ist das denn? Das sind alles super nette Leute, die sind total offen und entspannt und die sind doch alle bereit dazu, 2 € zu bezahlen, um bei uns auf Toilette zu gehen, weil es denen wert ist und die das auch schätzen. In Nürnberg parkt Meister Robrock den alten Polizeitransporter ein. In seiner Werkstatt soll die Grüne Männer zum Foodtruck mutieren. Also Marc, es ist leider noch kein... Hast du das auch in groß? Sag mal. Ja, das ist von meiner Mama, M. Zeig mal. Aber in groß gibt es auch bald für dich, nur ich würde noch warten. Ich arbeite gerade jetzt mit einem Kalligraphisten dran, weil so wie es erst war, das Logo, upsie, ist es leider nicht leserlich. Und so wie wir es zwischenzeitlich gemacht haben, ist es zwar leserlich, aber noch nicht richtig schön, weil da steht jetzt Maria Maria dann oben und Arepas unten. Und ich hätte schon gern, dass dieser Heiligenschein bleiben würde, dass der uns erhalten bleibt. Und naja, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bis der Truck das dann kommt dann fertig auch ist. auf den Truck. Genau. Das Logo für ihren Truck hat Maria also schon, viel mehr aber auch noch nicht. Heute will sie mit Marc die Küche ihrer zukünftigen mobilen Verkaufseinheit planen.
Die Zeit drängt, denn schon in 2 Monaten will sie mit ihrem Foodtruck eine Hochzeit bekatern. Wenn du eine Vollproduktionsküche haben willst, dann brauchst du schon relativ viel Platz auch. Also ich würde den Durchgang hier nach vorne zwischen den Sitzen, den würde ich nie völlig versperren. Genau. Den würde ich immer offen lassen. Auf jeden Fall. Und dann muss ich das Essen halt hier rumdrehen an die Verkaufsklappe. Also wenn es dann hier hinten fertig wird, das ist dann ohne Zuschauer quasi, weil da schmeißen die dann alles aus den Schalen rein. Dann wäre der Grill irgendwo hier hinten. Genau, so würde ich es auch machen. Ja. Also in einer Arbeitsplatte, dass die in einem Gitter hängen, richtig, wo die drin sind. Genau so und wenn das raus ist, dann hast du quasi eine offene Gitterstruktur. Ja. Scheinbar geht es schnell voran, doch die Tücken liegen im Detail. Marc hat das schon mit anderen Kunden erlebt. Am Ende ist alles kleiner als gedacht. Das schaut auf dem Papier immer so großzügig aus, dass hier Grill ist. Aber wenn da überall jetzt noch Leute mit ihrem Bewegungsradius quasi eingemalt werden, dann ist der nämlich komplett zu. Das sieht alles nicht so groß aus. Und wenn man dann im Auto ist und sagt, die Geräte sind 70 cm tief und da ist noch ein Gerät, das ist 70 cm tief und dann unten hast du immer noch eine Kante in den Fahrzeugen, das heißt, du rückst sowieso noch mal 10 cm ab, das heißt, du bist bei 80 an 80, dann sind 1,60 futsch von 2 Meter Platz und dann hast du noch so einen breiten Streifen, in dem du dich bewegst, und zwar zu 4 oder zu 5. Und das sind ganggemachte Fehler, weil das immer in der Imagination und wie schön so eine Gastroküche ist und man sieht das dann alles so vor sich aufgebaut und herrlich und es ist dann doch stickig und niedrig und die Abzugshaube sitzt dir hier wirklich vor dem Schädel, 1,90 Meter Leute haben dann da drin gar nichts mehr verloren und du hast überhaupt nicht den Platz, den du dir hier auf dem Papier einbildest. Nach der ganzen Theorie am Tisch folgt die Überprüfung mit dem Zollstock am stehenden Vehikel. Noch ahnt Maria nicht, dass sie der Umbau am Ende rund 30.000 € kosten wird. Frau Hugger. Jawohl, Herr Robrock. Was reißt man als erstes raus? Dit erlit. Und wenn das hier wirklich die Arbeitsstation von den beiden Ausgebern wird, also dass wir wirklich Ausstellfenster machen, dass wir das zum Beladen als Situation lassen und nur diese Fenster zum Klappen machen. Ja. Und die sich hier vorne aufhalten die ganze Zeit und da Platz brauchen, weil sie mit den Armen wählen. Ja, dass wir dann die ganze Grillerei in den Bereich nach da hinten machen. Maria nimmt schon mal Platz auf dem Sitz, von dem aus später die Bestellungen entgegengenommen werden sollen. Was bekommen das Sie? Ich kenne Bäckler mit Wurst. 3 Wegler? Na, 2 lange, aber Sauerkraut drauf. Gut, okay. Schön. Yes. Kann man... Nee, seitlich kann man die nicht verschieben. Sagen wir mal Drehstuhl optional. Eventuell noch so als Feature, wenn noch Geld da ist. Nach dem Sommer. Oder wenn wir in dem Bus eins finden. Wer weiß. Das ist doch vom Amt. Wenn wir den vielleicht sollte man mal einen Drogenhund durchjagen. Vielleicht ist noch was da vom letzten Mal. Also ich finde, man kann auf jeden Fall so sitzen. In Hamburg haben Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher eine Verabredung mit einem Fisch- und Feinkosthändler. Telefonisch hatten sie sich zuvor als aufstrebende Gastronomen vorgestellt, die jetzt für ihren ersten Auftrag kiloweise frischen Tintenfisch brauchen. Entsprechend viel Aufmerksamkeit bringt ihnen das Personal entgegen. Inklusive einer ausgedehnten Führung durch das Sortiment des Frischwarenhändlers. Und nach ausgiebigem Stöbern entdeckt Jo tatsächlich noch ein Paprikapulver, das er heute Abend zur Dekoration verwenden kann. Unweigerlich kommt das Gespräch auf die ausgedehnte Lateinamerika-Reise der beiden und die außergewöhnlichen Gerichte, die dort aufgetischt werden. Das ist Schildkröten. Okay. Das war in ihrem eigenen Panzer gekocht, so ein riesengroßer Panzer auf dem Feuer mit denen. Also irgendwo mitten im Amazonas-Regenwald, so, das war schon abgefahren, in so einem schwimmenden Markt. Und dann ist da so ein Feuerchen, das unter so einem Schildkrötenpanzer köchelt. Und das köchelt da irgendwie so ein gelber Eintopf, sag ich jetzt mal so. Leguane gegessen. Aber also wir dachten, man muss sich daran gewöhnen. Also zum Beispiel bei der Schildkröte so, da haben auch alle Leute, die das dann gesehen haben, als wir das gemacht haben, so, oh, könnt ihr nicht machen, Mann, Schildkröten. Die armen Schildkröten. Diese Schildkröte ist halt die am meisten verbreitetste Schildkröte auf dem ganzen Kontinent. So. Die gibt es da halt wie bei uns Hasen. Okay. Weiter geht die Kundenakquise mit einer Tour hinter die Kulissen der Verkaufsräume.
Hier am Hamburger Fischmarkt wird der Frischfisch per LKW angeliefert. Er kommt nicht mehr direkt vom Kutter, wie viele glauben. Für die gebürtigen Bayern eine neue Welt. Alles mit Spektakuläres. Frisch aus der Bretagne ist, mit unserem Gütesiegel. Dann sehen Sie, über wen das gekommen ist, auf welchem Boot das sogar gefangen wurde und was sich da drin befindet. Und für die Gastronomie haben wir das halt so gekennzeichnet. Sie kriegen das direkt so geliefert? Genau so ist es. Okay. Der ist dann entsprechend auch Warenkunde im Tiefkühlhaus. Ein Service, der nicht allen Neukunden zuteil wird. noch mal eingefroren. Hier sehen Sie, dass das ein absolut top ist. Vollgestopft mit neuem Wissen streben die ungelernten Köche zur Fischtheke. Morgen. Morgen. Ah, da liegen sie schon, unsere Pulpos. Geil. Die Zeit verrinnt und in wenigen Stunden sollen sie anliefern. Das sind solche Oschis. 30 hier. 100 Gramm, 629. Boah. Weißt du, wie das mit den Pulpo-Beständen ist momentan? Also ich habe gelesen, dass der momentan noch nicht so akut bedroht ist in dem Sinne und dass es davon keine Überfischung gibt. Aber das wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Nicht, oder? Nee. Sehr gut. Ja, es ist ja irgendwie mittlerweile fast alles überfischt. Ja, da muss man Kannst schon ja fast nichts mehr kaufen. Nachhaltigkeit dann achtet. Ja. Guck mal, wie viele das sind. Ja, das sind kleine. Ich gedacht, ja, das ist aber ich würde sagen, die reichen. Ja, ich denke. So, 6, Das reicht, das reicht auf jeden Fall. Wie viele Leute sind das denn? 70 Personen müssen heute Abend versorgt werden. Für so viele Menschen auf einmal haben die beiden noch nie zuvor gekocht. Ob sie die Menge der Zutaten und die benötigte Zeit richtig einkalkuliert haben, wird sich in wenigen Stunden zeigen. Vollkommen gelassen gehen sie ihren ersten Großauftrag an und freuen sich über das Interesse, das ihnen zuteil wird. Fand ich auch cool, dass sie gleich so uns halt auch als Geschäftspartner ernst genommen haben, weil wir kommen ja jetzt gerade nicht unbedingt wahnsinnig professionell daher. Wir haben noch nicht mal unsere Visitenkarten, ey. Die müssten zwar heute da sein, aber sind sie nicht. Naja, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann nehmen wir ein paar Filets ab. Ja, eben. Ja, nee, fand ich auf jeden Fall sehr angenehm da. In Nürnberg ist Maria immer noch am Ausmessen des alten Polizeitransporters, ihrem zukünftigen Foodtruck. Man muss die Sachen dennoch viel genauer wissen, als ich dachte. Also allein schon jetzt genau zu wissen, wie viel Kühlvolumen ich brauche, so auf den Milliliter genau, habe ich das noch nicht durchdacht oder den Millimeter genau. Ohne die Expertise und Tipps des Metallbauers Marc Robrock wäre Maria in dieser Situation aufgeschmissen. Den Konvektomaten, ne? Gibt es auch für Auftisch. Okay. Oder gibt es im oberen Bereich nur? Und wenn es den gibt mit 70 tief und 50 breit, dann drehst du ihn um 90 Grad und zeigt er zu einer Arbeitsfläche. Und dann steht er dir nicht so rein. Ja. Oder es gibt ihn in 60 breit wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich eh besser, um 90 Grad. wenn die Tür so aufgeht, weil ich kann die ja nicht mitten im Betrieb mit der Arbeitsfläche. Eben. Nachgedacht schon. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die dann alle so schnell herbekommen. So. Und weil es bei uns gerade so ein bisschen auf Zeit geht. Ja, also wir werden auf jeden Fall gucken, was wir finden, aber wir haben auch ein paar ganz gute Kontakte, glaube ich, dass wir die neu günstig bekommen. Gemeinsam geht es nun an das Entkernen des Mercedes-Transporters. Eigentlich kein schwieriges Unterfangen. Nur hier verbirgt sich unter einer Sitzbank eine böse Überraschung. Denn die Berliner Polizei hat es mit ihren Beamten im Einsatz besonders gut gemeint. Wir haben hier eine querlaufende Heizung. Scheiße. Jetzt ist die Frage, wenn das abgeklemmt wird, machen wir es gleich da vorne weg. Dann kommen wir mit den Geräten da drüben weiter ran. Aber wird es abgeklemmt? Naja, ich meine, so lassen kannst du es nicht. Nee, also es ist muss klar. umgebaut werden. Ah, Das ist ja jetzt mittendrin, die Wasserleitung. genau. Das heißt, man müsste jetzt hier hinten unterbrechen. Entweder da hinten, da wird es dann zugemacht, also geschlossen, der Genau. Kreislauf wieder. Ende ran. Aber hier ist halt, ich weiß nicht, wo das Rohr hingeht oder ob das nur Fuß ist. Das ist jetzt eine Überraschung, ja. Sehr Also unter überraschend. dem Gesichtspunkt haben wir noch nicht unter den Sitz geguckt, sondern Ja.
Wir haben Das den ja heißt- nur geholt, überführt und jetzt stand er quasi ein paar Monate hier. Und jetzt wissen wir, dass wir und wie wir und wo wir und tata. Also raus, würde ich sagen, oder? Und das ist Customizing. Maria hängt sich ans Telefon. Die Planung steht zwar, doch die Küchengeräte müssen noch geordert werden. Die Zeit für den Umbau wird knapp. Also, pass auf, ich habe jetzt gerade noch mal mit dem telefoniert, mit dem Kundenbetreuer, und der Ja. kann sich morgen mit mir treffen. Jawohl. Und die Geräte, die wir jetzt ausgesucht haben, die müssen jetzt alle passen, ne? Ja. Da würde ich mich mit ihm treffen, der schaut noch mal, dass auch wirklich alles stimmt, und dann Genau. geben wir die Bestellung ab. Genau. Fertig? Ja. Aus die Maus. Gut. Jawohl. So und nicht anders. Sehr gut. Eins Klo. Nach 9 Stunden intensiver Planung verabschiedet sich Maria nach Berlin. Slang. Slang, Feierabend. Ciao. Okay. Ich rufe dich an, morgen mit Herrn Bitte. Müller. Ja? Genau. Sehr gut. Sagt Bescheid. Und wie gesagt, auch wegen der Termine. Lieferzeiten. Das ist Gut. oft der Thema bei den Jungs. Ich gehe Wasser holen. Alles klar. Tschüss. Bye, bye. Bambusrahmen für Fahrräder. Eine Innovation aus Afrika. 2 Kieler Start-Upper wollen mit nachhaltigen Rädern den deutschen Markt erobern. Aber es gab zum Beispiel so Hürden wie, dass die ersten Rahmen, die wir aus Ghana einfach mal damals bestellt haben zu Beginn, krumm und schief waren, asymmetrisch waren. Das waren Rahmen, die eben dann vom Projekt einfach mal so gebaut wurden. Essen auf Rädern, heute Streetfood genannt, erlebt einen Boom. Mit südamerikanischen Volksgerichten versucht sich Maria Hugger zu etablieren. Sobald man ein bisschen wächst und man Leute dann anfängt einzustellen, dann wird es mehr Arbeit. Möchtet ihr die haben? Ja, immer einzeln, ihr bekommt alle ein. Social Business bietet mehr als nur Rendite. Mit Komposttoiletten die Welt ein wenig besser zu machen, ist das Ziel der Goldeimer GmbH. Ey, das ist er aber. Nee, ich bin im Dienst. Tut mir leid. Echt jetzt? Ja. Was hast du da? Ein Sticker, Alter. Ja. Schnell drauf. Quatsch mich nicht voll, geh kacken.